Die französische Schriftstellerin, Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir zählt zu den einflussreichsten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts. Sie ist eine wichtige Vertreterin des Existenzialismus und begründete mit ihrem Werk Das andere Geschlecht den modernen Feminismus. Warum man laut Beauvoir nicht als Frau zur Welt kommt, sondern dazu wird und welche Rolle das Patriarchat dabei spielt, erfährst du in diesem Video. 1908 kommt Simone de Beauvoir als ältere von 2 Töchtern in Paris zur Welt. Ihre gläubige Mutter erzieht sie streng katholisch, ihr Vater ist Agnostiker. Die Familie gehört zur gehobenen Bourgeoisie, verliert aber am Ende und nach dem Ersten Weltkrieg viel Geld. Da dem Vater klar ist, dass er keine angemessene Mitgift für seine Töchter zahlen kann, ermöglicht er ihnen eine gute Ausbildung, damit sie später selbst Geld verdienen können. Beauvoir besucht eine katholische Mädchenschule. Mit 14 Jahren verliert sie ihren Glauben, spielt ihrem Umfeld aber weiterhin Frömmigkeit vor. In ihrer Kindheit und Jugend ist sie nach außen hin stets brav und angepasst. Den ersten Band ihrer Autobiografie nennt sie später Mémoires d'une jeune fille rangée, Memoiren eines ordentlichen jungen Mädchens. 1926 beginnt Beauvoir an der Sorbonne ihr Studium der Philosophie und Literaturwissenschaft. Nach nur 3 Jahren beendet sie das Studium und beginnt mit der Vorbereitung auf die hoch angesehene Agrégation, die Zulassungsprüfung für Gymnasiallehrer. In dieser Zeit lernt sie Jean-Paul Sartre kennen. Beauvoir besteht die Prüfung als Zweitbeste ihres Jahrgangs, Sartre als Jahrgangsbester. Beauvoir und Sartre schließen einen Pakt, mit welchem sie ihre notwendige Liebe als offene Beziehung zwischen völlig gleichberechtigten, freien Partnern regeln. Sie erlauben sich kontingente Zufallslieben und siezen sich ein Leben lang. 1931 beginnt Beauvoir als Philosophielehrerin an einem Gymnasium in Marseille zu arbeiten. Sartre ist Lehrer im 800 Kilometer entfernten Le Havre. Da Ehepaare im öffentlichen Dienst in räumlicher Nähe zueinander angestellt werden können, bietet Sartre ihr die Heirat an. Beauvoir lehnt ab. Sie sieht Ehe als beschränkende Verbürgerlichung und institutionalisierte Einmischung des Staates in Privatangelegenheiten. Beauvoir hat mehrere Beziehungen mit ihren teils minderjährigen Schülerinnen. 1943 wird sie von der Mutter einer Schülerin angezeigt und vom Schuldienst suspendiert. Sie arbeitet fortan als freie Schriftstellerin. Ihr Roman Sie kam und blieb erscheint. 1945 gründet sie zusammen mit Sartre und Merleau-Ponty die Zeitschrift Les Temps modernes. Beauvoir veröffentlicht den Roman Das Blut der anderen. 1949 erscheint ihr Werk Das andere Geschlecht. Beauvoir entwickelt darin eine Phänomenologie der weiblichen Existenz und schafft die theoretischen Grundlagen für den modernen Feminismus. Bereits in der ersten Woche werden 22.000 Exemplare verkauft. Der Vatikan setzt das Buch auf den Index. 1954 erhält sie für ihren Roman Die Mandarins von Paris den Prix Goncourt, die höchste französische Literaturauszeichnung. Beauvoir und Sartre engagieren sich stark politisch. Sie üben scharfe Kritik am Algerienkrieg und veröffentlichen Plädoyers für die Unabhängigkeit Algeriens in Les Temps modernes. Sie befürworten den Sozialismus und treffen zahlreiche kommunistische Führungspersönlichkeiten wie Fidel Castro, Che Guevara und Mao Zedong. 1956 distanzieren sie sich jedoch aufgrund der gewaltsamen Niederschlagung des Ungarnaufstands scharf vom Stalinismus der Sowjetunion. Beauvoir engagiert sich immer stärker in der Frauenbewegung. 1971 verfasst sie das Manifest der 343 Schlampen, welches im Nouvel Observateur veröffentlicht wird. In dem Manifest erklären 343 Frauen, dass sie abgetrieben haben und fordern die Legalisierung der Abtreibung. 1886 stirbt Simone de Beauvoir in Paris. Sie wird neben Jean-Paul Sartre beigesetzt. Simone de Beauvoir ist ebenso wie Jean-Paul Sartre eine Vertreterin des Existenzialismus. Ihr Feminismus basiert auf dieser philosophischen Position. Der Existenzialismus vertritt die Auffassung, dass beim Menschen im Unterschied zu Sachen nicht die Essenz der Existenz, sondern umgekehrt die Existenz der Essenz vorausgeht. Da Gott nicht existiert, kann niemand die Essenz, das Wesen eines Menschen vor dessen Geburt festgelegt haben.
Der Mensch muss sein Wesen selbst definieren. Er muss sich selbst erschaffen und entscheiden, wie er leben will. Der Mensch ist nichts anderes als die Summe seiner Handlungen. Indem er entscheidet und handelt, definiert er sein Wesen. Beauvoir betont nun, dass auch die Frau keine festgelegte Essenz hat, sondern sich selbst frei entwerfen kann und muss. Es gibt kein von Gott oder der Natur festgelegtes weibliches oder männliches Wesen. Jeder Mensch definiert sein Wesen selbst. Der Existenzialismus ist überzeugt von der absoluten Freiheit des Menschen. Nicht frei wählbare Faktoren wie die eigene Vergangenheit, Herkunft, soziale Stellung und genetische Ausstattung kann der Mensch überwinden. Transzendenz, die freie Gestaltung des eigenen Wesens, ist die moralische Pflicht jedes Menschen und der Sinn des menschlichen Lebens. Überwindet der Mensch seine Faktizität nicht, so bleibt er in der Immanenz. In Immanenz zu existieren bedeutet für Beauvoir einer Begrenzung von Freiheitsspielräumen und Entwicklungsmöglichkeiten unterworfen zu sein. Diese Unterwerfung kann freiwillig, aus Bequemlichkeit oder Selbstlüge geschehen oder erzwungen sein. Bleibt der Mensch in der Immanenz, so lebt er ein defizitäres, nicht authentisches Leben. Er verfehlt den Sinn des Lebens. Das spezifische Drama der Frau sieht Beauvoir darin, dass sie als freies, aktives Subjekt ihre Faktizität überschreiten und ihre eigene Essenz gestalten soll, gleichzeitig aber von der Gesellschaft zum passiven Objekt gemacht und zur Immanenz verurteilt wird. Dieser Gedanke ist zentral für Beauvoirs existenzialistischen Feminismus. Es liegt nicht immer an persönlicher Schwäche oder Unfähigkeit, wenn Menschen in der Passivität und Immanenz bleiben und ihr Leben nicht selbst gestalten. Vielmehr können die äußeren Bedingungen so ungünstig sein, dass sie kaum die Möglichkeit dazu haben, sich selbst zu entwerfen. Diese ungünstigen Bedingungen sieht Beauvoir in patriarchalischen Gesellschaften für Frauen gegeben. Während Jungen zur Aktivität und Transzendenz erzogen werden, sie sollen selbstständig werden, eigene Wege gehen, ihr Leben selbst in die Hand nehmen, wird Mädchen eingeredet, eine solche Selbstbestimmung sei unweiblich. Die Erziehung von Mädchen zur Passivität und Immanenz verhindert damit geradezu ihre moralische Pflicht zu erfüllen, nämlich ihr Leben selbst zu gestalten und Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. In ihrem Hauptwerk »Das andere Geschlecht« kritisiert Beauvoir diese gesellschaftlich bedingte Diskriminierung der Frau und wird damit zur Wegbereiterin des modernen Feminismus. Ihrer Meinung nach gibt es keine wie auch immer geartete Essenz der Frau. Frauen werden vielmehr von den Männern zum anderen Geschlecht gemacht und immer in Abhängigkeit vom Mann definiert. Der Mann gilt in unserer patriarchalen Gesellschaft als Norm, die Frau wird in Abgrenzung zu ihm als anderes, unterlegenes, unwesentliches Geschlecht bestimmt. In vielen Sprachen ist sogar das Wort für Mann dasselbe wie das für Mensch. Der Mann ist die Norm, an welcher die Frau gemessen wird. Der französische Originaltitel lautet übrigens Le deuxième sexe, das zweite Geschlecht. Er betont stärker als der deutsche Titel die Hierarchie der Geschlechter. Es gibt ein normales, allgemeines erstes Geschlecht, den Mann, und ein anderes, untergeordnetes, zweites Geschlecht, die Frau. Die Definition der Frau in Abgrenzung zum Mann liegt Beauvoirs Ansicht nach an einem männerzentrierten Weltbild. Sie schreibt: Die Vorstellung der Welt ist, wie die Welt selbst, das Produkt der Männer. Sie beschreiben sie von ihrem Standpunkte aus, den sie mit der absoluten Wahrheit gleichsetzen. Die Frau bekommt dabei eine passive Rolle zugewiesen, die sie davon abhält, sich als freies Subjekt aktiv selbst zu entwerfen. Dieser passive Charakter ist laut Beauvoir nicht biologisch, sondern sozial begründet. Er wird ihr von Kindheit an anerzogen. Während der Mann normal und aktiv ist, ist die Frau anders und passiv. Die soziale Rolle von Mann und Frau beruht auf einer jahrtausendelangen Herrschaft des Patriarchats. Frauen haben ihre gesellschaftliche Rolle verinnerlicht. Typisch weibliche Eigenschaften sind jedoch nicht biologisch festgelegt, sondern soziale Konstrukte. Mythen der Weiblichkeit und daraus abgeleitete weibliche Tugenden wie Bescheidenheit, Tugendhaftigkeit, Scheu oder sexuelle Scham sind anerzogen.
Folge hiervon ist, dass Frauen in der Passivität, in der Immanenz bleiben und nicht dieselbe Chance haben wie Männer, ihr Leben aktiv zu gestalten, über ihre gesellschaftlich festgelegte Rolle hinauszuwachsen und ihr eigenes Wesen zu definieren. Die Frau ist aus dem Blickwinkel des Mannes die andere, das andere Geschlecht. Während der Mann seine Rolle aktiv festlegen kann, bringen soziale Begrenzungen Frauen dazu, untergeordnete Rollen zu akzeptieren. Beauvoir übt hier Kritik an Sartre, der behauptet hatte, äußere Umstände spielten für die Freiheit von Menschen keine Rolle. Gesellschaftliche, juristische oder politische Umstände bestimmen ihrer Ansicht nach sehr wohl die Möglichkeiten des Einzelnen, seine Freiheit auszuüben. Sie fragt, welche Chance hat die Frau, sich im Harem zu entwerfen? Beauvoir unterscheidet konsequent zwischen biologischem Geschlecht und kultureller bzw. gesellschaftlicher Prägung von Geschlecht. Sie schreibt: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt. Das Wesen der Frau ist laut Beauvoir nicht natürlich festgelegt, sondern wurde sozial vom Mann geformt. Es gibt zwar von Natur aus biologische Unterschiede zwischen Mann und Frau, etwa dass Männer mehr Muskeln haben und nur Frauen Kinder bekommen können. Doch solche biologischen Unterschiede begründen nicht, dass ein Geschlecht einen höheren Wert oder mehr Macht haben sollte als das andere. Frauen und Männer sind ihrer Meinung nach zwar nicht gleich, aber gleichwertig. Beauvoir kritisiert, dass die biologischen Unterschiede als Rechtfertigung dienen, Frauen schlechter zu stellen. Nicht die Natur definiert die Frauen zum schwachen Geschlecht, sondern unsere Kultur und Gesellschaft. Die Unterordnung der Frau lässt sich biologisch nicht rechtfertigen, denn Werte und Meinungen sind immer gesellschaftlicher Natur. Die Bedeutung der biologischen Unterschiede und das daraus resultierende Machtgefälle zwischen Männern und Frauen wird weder von Gott noch von der Natur, sondern von unserer Kultur bestimmt. Dass die Frau als unterlegen gilt, ist laut Beauvoir kein Naturgesetz, sondern liegt an der kulturellen Zuschreibung einer von Männern dominierten Gesellschaft. Sie hält es für absurd, Männer und Frauen miteinander zu vergleichen. Es gibt nicht den Mann oder die Frau an sich. Zudem ist die gesellschaftliche Situation von Mann und Frau grundverschieden. Warum aber wird unsere Gesellschaft so sehr von Männern dominiert? Patriarchale Gesellschaften waren in der Geschichte schließlich nicht immer die Norm. Beauvoir stellt fest, dass es in prähistorischen Zeiten mehr matriarchale als patriarchale Gesellschaften gab. Frauen hatten in diesen Gesellschaften mehr Macht als Männer. In diesen meist landwirtschaftlichen Gesellschaften gehörte das Eigentum der Gemeinschaft und Kinder hatten einen sehr hohen Stellenwert. Da nur Frauen Kinder bekommen können, galten sie als heilig. Ihre Fruchtbarkeit, ihre Fähigkeit zu gebären, zeichnete sie aus. Das Gebären wurde laut Beauvoir im aufkommenden Patriarchat immer mehr zur einzigen wichtigen Funktion der Frau. Ihre Aufgabe war es, Kinder auszutragen. Beauvoir stellt fest, dass bestimmte Entwicklungen das Patriarchat förderten und festigten. Ihrer Meinung nach entstand das Patriarchat mit der Entwicklung des Privateigentums und damit des Erbrechts. In matriarchalen Gesellschaften gehörte das Eigentum, also Häuser, Land, Vieh oder Gebrauchsgegenstände, der Allgemeinheit. Mit zunehmender Macht der Männer stieg die Bedeutung des Privateigentums. Das meiste private Eigentum gehörte Männern, welche es wiederum an ihre männlichen Nachkommen vererbten. Frauen durften keinen privaten Besitz haben und wurden mit der Zeit selbst zu einer Art Sache, die ein Mann besitzen konnte. Als Kinder gehörten sie dem Vater, nach der Heirat dem Ehemann. Dadurch wurden sie zu passiven Wesen gemacht, die von einem Mann zum nächsten weitergereicht werden konnten. Durch die Institution der Ehe blieb das Erbrecht immer bei den Männern. Schnell spielte es keine Rolle mehr, wen eine Frau heiraten wollte. Als Eigentum ihres Vaters musste sie denjenigen Mann heiraten, den er für sie auswählte. Obwohl Frauen bei Erscheinen des Buchs 1949 in der westlichen Welt nicht mehr das Eigentum von Männern sind und mehr Rechte haben, gibt es laut Beauvoir noch keine Gleichstellung der Geschlechter. Noch immer müssen Frauen sich in einer von Männern dominierten Welt behaupten. Ihre beruflichen Möglichkeiten sind begrenzt, oft bleiben sie finanziell abhängig und erhalten für die gleiche Arbeit weniger Geld. Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Mit diesem berühmt gewordenen Satz leitet Beauvoir den zweiten Band von Das andere Geschlecht ein.
Doch was meint sie damit? Wie wird man zur Frau? Beauvoirs Meinung nach bestimmt weder Biologie noch Psychologie das Wesen der Frau, sondern die Gesellschaft. Die soziale Rolle der Frau hat keine biologische Grundlage. Sie wird vielmehr durch die Forderungen, Erwartungen und Urteile geformt, mit denen eine männlich geprägte Gesellschaft der Frau begegnet. Beauvoir zeichnet in ihrem Buch ausführlich nach, wie die Gesellschaft Mädchen von Kindheit an anders behandelt als Jungen und dadurch Frauen nach und nach in eine passive Rolle drängt. So sorgt die Gesellschaft dafür, dass das Mädchen irgendwann dem von der Gesellschaft definierten Frauenbild entspricht. Die Verwandlung zur Frau ist dann vollkommen, wenn sie schwanger wird und ein Kind zur Welt bringt. In der Schwangerschaft und als Mutter ist die Frau völlig in der Passivität angelangt. Sie verliert die Kontrolle über ihren Körper und ihr gesamtes Handeln wird von den Bedürfnissen ihres Kindes bestimmt. Die Entwicklung und Verfestigung der Geschlechterrollen liegt für Beauvoir vor allem an der Tatsache, dass Frauen Kinder gebären und Männer nicht. Mutterschaft und Hausarbeit sind ihrer Ansicht nach nachrangige, eher passive und repetitive Tätigkeiten, aus denen nichts Neues hervorgeht. Sie schreibt: Auf alle Fälle sind Gebären und Stillen keine Aktivitäten, sondern natürliche Funktionen. Kein Entwurf ist dabei im Spiel und daher kann auch die Frau darin keinen Grund einer hochgestimmten Bejahung ihrer Existenz finden. Die häuslichen Tätigkeiten, denen sie sich widmet, da nur diese mit den Lasten der Mutterschaft sich vereinigen lassen, beschränken sie auf Wiederholung. Tag für Tag kehren sie in gleicher Form wieder, die fast unverändert die Jahrhunderte überdauert. Es geht nichts Neues aus ihnen hervor. Ehe, Kleidung und fehlende berufliche Möglichkeiten tragen zusätzlich zur Passivität der Frau bei. Männer und Frauen verfügen laut Beauvoir zwar über das gleiche Maß an Freiheit, doch für Frauen bedeutet Freiheit etwas anderes, nämlich sich aus ihrer passiven Rolle in einer von Männern dominierten Welt zu befreien. Diese Befreiung kann nur kollektiv und ökonomisch gelingen. Individuelle Befreiungsversuche müssen scheitern, da die einzelne Frau sich nicht gegen gesellschaftliche Strukturen durchsetzen kann. Selbst wenn die einzelne Frau Erfolg hat, bleibt sie nur eine einzelne, erfolgreiche Frau in einer von Männern dominierten Welt. Da vor allem die schlechtere wirtschaftliche Situation Frauen in die Passivität, beispielsweise in die ökonomische Abhängigkeit von ihrem Ehemann drängt, muss die Befreiung der Frau bei der wirtschaftlichen Situation aller Frauen ansetzen. Die Emanzipation der Frau setzt ihre wirtschaftliche Emanzipation voraus. Der wichtigste Aspekt der Befreiung der Frau ist für Beauvoir daher ihre wirtschaftliche Befreiung. Sie vertritt noch bis Ende der 60er Jahre die Ansicht, dass die Frauenfrage im Sozialismus automatisch gelöst werden könne. Später stellt sie enttäuscht fest, dass auch sozialistische Länder keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen geschaffen haben. Für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Männern und Frauen müssen wir zunächst anerkennen, dass sowohl Mann als auch Frau soziale Konstrukte sind. Eine formale, beispielsweise gesetzliche Gleichstellung reicht daher für wirkliche Gleichberechtigung nicht aus. Denn diese Gleichstellung kann zwar bestimmte Benachteiligungen von Frauen bekämpfen, ändert aber nichts an der grundsätzlichen Unterordnung des Weiblichen unter das Männliche. Nur die Enttarnung des Weiblichen und Männlichen als gesellschaftliche Konstrukte und die Überwindung bzw. Abschaffung dieser Konstrukte kann echte Gleichberechtigung bewirken. Frauen müssen ihre anerzogene Passivität überwinden, aktiv werden und ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, auch wenn dies anstrengend ist und bedeutet, einiges an Sicherheit aufzugeben. Doch damit ein wirklicher Fortschritt möglich ist, muss sich die gesamte Gesellschaft verändern. Alle Nachteile und Privilegien, die sich aus dem Geschlecht von Menschen ableiten, müssen in Frage gestellt werden. Frauen sollten weder von Männern abhängig sein, noch von der Gesellschaft ausgebeutet werden. Mutterschaft und Kinderbetreuung sind die wesentlichen Ursachen dafür, dass Frauen in der Passivität und Immanenz gefangen bleiben. Beauvoir fordert daher vor allem in diesem Bereich bessere Bedingungen für Frauen. Frauen sollten dafür bezahlt werden, dass sie sich um ihre Kinder kümmern und das Recht haben, mit ihrem Körper zu machen, was sie wollen.
Beauvoirs Werk Das andere Geschlecht hat den Feminismus, die Frauenbefreiung und die Gender Studies entscheidend geprägt. Die Rollen von Frauen und Männern sind ihrer Ansicht nach nicht biologisch, sondern gesellschaftlich festgelegt. Es handelt sich um ungerechte soziale Konstrukte. Menschen werden von der Gesellschaft zu Frauen gemacht, in eine passive Rolle gedrängt und auf dieser Grundlage unterdrückt. Was hältst du persönlich von Beauvoirs Gedanken? Gibt es mittlerweile, mehr als 70 Jahre nach Erscheinen ihres feministischen Grundlagenwerks, eine echte Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Schreibe deine Meinung sehr gerne unten in die Kommentare. Mit dem Quizlet-Lernset Freiheit, wichtige Begriffe kannst du dein Wissen jetzt erweitern. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!